liebe Angehörige der FAU, liebe Studis, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu einem Gespräch mit der Studentin des Fachs Politikwissenschaft, Edda Simsek. Sie hat als Studentin Einblicke in das studentische Leben und die Veränderungen, die die Corona-Pandemie auch für unsere Studis nach sich zieht. Die Bibliotheken sind geschlossen, Prüfungen sind ausgefallen und der Lehrbetrieb startet am 20.04. komplett online. Liebe Edda, wie geht es dir? Ja, den Umständen entsprechend würde ich sagen. Tatsächlich ist derzeit alles so ein bisschen seltsam. Ich weiß gar nicht, wie jetzt das nächste Semester abläuft, beziehungsweise wie es in meinem Studium jetzt weitergeht. Aber habe auch noch Prüfungen aus dem letzten Semester. Aber bisher geht es mir trotzdem gut. Ich glaube, andere hat es schon noch härter getroffen, aus meinem Umfeld und meinen Kommilitonen und so weiter. Die Vorlesungen starten am 20.04. Komplett digital. Fühlt ihr euch ausreichend informiert über die Einzelheiten, wie die Vorlesungen dann ablaufen werden, wie die Interaktion mit den Lehrenden passieren soll, aber auch wie die Interaktion unter den Kommilitonen und Kommilitoninnen sich dann entsprechend darstellen wird? Also bisher finde ich es eigentlich ganz gut, wie die Unileitung, also wie das gehandhabt wird. Ich finde auch, es kommen regelmäßig Informationen über die ganzen Online-Seiten und auch generell finde ich auch, dass die Mails immer sehr informierend sind. Aber gleichzeitig ist es natürlich eine super schwierige Situation und es wird gerade immer noch Krisenmanagement betrieben quasi. Das kriegt man auch mit. Ich glaube, als Studierende, also wir als Studierendenvertretung zum Beispiel haben das ja genauso. Und da stehen auch noch viele Fragen offen. Und das merkt man auch, aber dafür finde ich es eigentlich ganz gut. Und man kriegt auch Infos, wenn man Mails schreibt oder anruft. Wie hat sich denn euer alltägliches Leben verändert? Als Studierenden schon drastisch, würde ich sagen. Also von vielen weiß ich, dass sie ihre Nebenjobs verloren haben, dadurch echt auch ein bisschen in der Schwebe sind in Sachen Studienfinanzierung. Das ist auch ein ganz großes Thema, weswegen uns auch viele Studierende schreiben. Gleichzeitig ist es auch super schwierig, seine Kommilitonen und Kommilitoninnen nicht mehr sehen zu können, weil man ja schon zum Beispiel in den Semesterferien gemeinsam lernt oder in die Bibliothek geht oder in die Mensa geht. Das alles fällt halt jetzt weg und dadurch weiß man halt eigentlich auch gar nicht, so was man ist daheim, sollte was wahrscheinlich für die Uni tun, kann ja auch, aber viele haben auch nicht die Möglichkeit. Viele sind auch vielleicht einsam, weil sie alleine wohnen. Die in der WG wohnen, haben es dann schon noch besser, aber es ist halt alles ein bisschen, keine Ahnung, schwierig, weil man selber noch nie in so einer Situation umgehen musste. Wie ist so bei euch das Gefühl, wird das zur Verlängerung der Studienzeit bei euch führen? Oder habt ihr im Moment den Eindruck, das Ganze ist so organisiert, dass man auch noch in der geplanten Studienzeit auch das Studium abschließen kann? Also ich denke teils. Von vielen Studierenden habe ich gehört, dass sie tatsächlich Schwierigkeiten haben, dass die Prüfungen sich jetzt so verschieben oder ausfallen. An der Technischen Fakultät vor allem habe ich das so mitbekommen. Aber zum Beispiel bei mir geht es tatsächlich in Ordnung. Dadurch, dass ich Hausarbeiten mache, kann ich die halt auch von daheim schreiben. Wobei es da auch ein, zwei Fälle gibt, wo Studierende beklagen, dass sie sich daheim nicht konzentrieren können. Dass die Bib halt wegfällt, ist schon schwierig. Aber halt, dass das E-Book-Angebot quasi gibt, ist schon gut für uns vor allem. Dadurch, dass wir halt Hausarbeiten auch nur am Arbeits-PC daheim schreiben können. Für mich zum Beispiel ändert sich jetzt erstmal nichts. Ich denke auch, dass mein nächstes Semester weiterhin stattfinden wird, wenn auch wahrscheinlich online. Aber ich denke, für andere verschiebt sich das um ein Semester. Ich habe auch Fälle gehört, wo Studierende gemeint haben, eigentlich müssen sie 30 ECTS normal absolvieren und nächstes Semester, weil die Prüfungen jetzt zum Praktika und so verschoben wurden, müssen es jetzt 45 ECTS sein, was vorher schon schwierig war und jetzt halt doppelt schwierig ist. Was wir mit den Dekanen derzeit auch diskutieren, ist, ob unsere Studis zu Hause überhaupt die Infrastruktur haben, um an der digitalen Lehre teilzunehmen. Habt ihr bei euch da irgendwie Rückmeldungen von den Kommilitoninnen und Kommilitonen bekommen, ob es da Probleme gibt, ob wir unterstützen müssen seitens der FAU oder ob soweit alles steht, dass am 20.04. das relativ glatt loslaufen kann? Also auch wieder teils, würde ich sagen. Die
Also VPN funktioniert ganz gut, man hat Zugriff auf Bücher, man hat gut Zugriff auf halt Internetangebote, wie zum Beispiel halt jetzt auch Videokonferenzen kann man ja gut durchführen. Wir haben das jetzt so wahrgenommen, dass es eigentlich ganz gut läuft. Gleichzeitig habe ich aber auch jetzt von der naturwissenschaftlichen und technischen Fakultät gehört, aber auch sogar zum Teil von der philosophischen, dass es sich problematisch darstellt, dass man auf SIP-Pools, also diese SIP-Pool-Computer, die haben ja andere Softwares oder auch zum Beispiel so von der Theater- und Medienwissenschaft habe ich gehört, so auch Bilderbearbeitungsprogramme hat man ja die Lizenz daheim nicht, trotz VPN. Solche Dinge gestalten sich schon schwieriger. Dadurch, dass ich in der 10er-WG wohne und alle natürlich studieren an der FAU und alle auch ans Internet müssen, um ihre Vorlesungen wahrzunehmen, dann hängt das schon mal öfters, das Internet. Da versuchen wir auch zu unterstützen, indem wir vielleicht einige Räume auch öffnen, wo mit entsprechendem Sicherheitsabstand dann auch unser Internet genutzt werden kann, unsere Rechnerinfrastruktur, um an den Vorlesungen teilzunehmen. Das muss man aber jetzt sehen, wie groß der Bedarf ist. Da sind wir im Moment in der Klärungsphase. Was empfindest du denn im Moment als die größte Herausforderung für die Studis an unserer FAU? Ich würde einerseits sagen, dass halt alles ungewiss ist, dass schon viele Meldungen rausgehen und man nicht mehr weiß, woran richte ich mich jetzt. Mein Studium findet weiter statt, aber gleichzeitig habe ich jetzt auch Prüfungen nicht wahrgenommen. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf meinen Studienverlaufsplan? Aber auch die soziale Perspektive. Wann sehe ich meine Kommilitoninnen und Kommilitonen wieder? Wann kann ich in die Bibliothek gehen? Wann kann ich in die Mensa gehen? Wann kann ich einfach wieder meinen Studienalltag aufnehmen? Weil ich finde, auch obwohl ich in einer großen WG wohne, dass es schon zum Teil fehlt, auch mal einfach dieses Studieleben mal wieder wahrzunehmen. Aber natürlich halt die größte Frage, wie beende ich auch vor allem Studierende, die bald vom Ende vom Studium sind, wie beende ich mein Studium? Schaffe ich das dieses Jahr noch? Wie wird sich das noch weiterentwickeln? Wird es länger bleiben mit der Online-Lehre? Kann man irgendwann mal wieder rauskommen, sich treffen, vielleicht in kleineren Kursen, in kleineren Gruppen, so in Seminarräumen mit viel Abstand? Ja, das ist, glaube ich, das größte Dilemma. Ja gut, das sind alles Fragen, die wir im Moment auch noch nicht beantworten können. Wie haltet ihr den Kontakt untereinander? Nutzt ihr zum Beispiel die Campus-Lizenz für Zoom, die wir in der letzten Woche gekauft haben? Tatsächlich haben wir sie nutzen wollen, aber noch nicht, weil wir haben festgestellt, dass manchmal noch eine Fehlermeldung kommt, wenn man mit der FAU-Mail sich versucht einzuloggen. Aber wir sind dran und ich denke, dass wenn es jetzt bald beworben wird jetzt innerhalb der FAU und an alle Studierenden, dann wird es wahrscheinlich eher wahrgenommen, weil momentan nutzen wir halt so andere Anbieter noch, die halt ohne Anmeldung sind und auch sicher sind, wo wir dann halt quasi uns dadurch regelmäßig treffen. Nutzen, denke ich, auch richtig viele, wenn ich so meinen Freundeskreis und meinen Kommilitonen und Kommilitoninnenkreis anschaue. Aber zum Beispiel haben wir auch selbst mit meinen Studiengangskommilitoninnen und Kommilitonen haben wir letztens sogar ein Treffen gemacht, wo wir halt quasi das Mensa-Essen gehen nachgeholt haben vor dem PC. Und das kommt schon, also ich denke schon, dass man das auch so zu Freizeitzwecken neben dem Studium nutzt, aber auch innerhalb des Studiums, um ein bisschen gemeinsam auch zu lernen, sich auszutauschen über die Dinge. Also wird gut aufgenommen, denke ich. Prima. Wir haben ja an der FAU keine Betriebsschließung. Die FAU arbeitet ja weiter, läuft weiter. Wie läuft denn bei Ihnen die Interaktion mit den Lehrenden, sprich mit den Professorinnen und Professoren, die ihre Lehrveranstaltungen im Sommersemester dann auch entsprechend anbieten werden? Kannst du dazu schon was sagen? Also tatsächlich, bei mir läuft es ganz gut. Meine Professoren und Professorinnen bieten immer Möglichkeiten, wie zum Beispiel Anrufe, dass man sie privat anrufen kann, aber halt auch natürlich per E-Mail, dass man ihnen halt schreiben kann. Und man kriegt auch relativ schnell Rückmeldung von meinen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern, habe ich mitbekommen, dass viele Professorinnen und Professoren sogar auf Social Media jetzt unterwegs sind durch ihre Kinder, die halt auch in unserem Alter sind, die ihnen dann da aushelfen. Da habe ich aus der Naturwissenschaftlichen Fakultät schon Videos gesehen von irgendwelchen Möglichkeiten von Profs, dass sie online kontaktiert werden können. Und das fand ich, also für mich klang das so, als würden sie versuchen, sich an diese Sache heranzuwagen.
Wobei wir natürlich auch appellieren, dass es auch in allen möglichen Bereichen, nicht nur jetzt bei Einzelnen passiert, weil es schon sehr wichtig ist, dass der Kontakt bestehen bleibt. Ich weiß nämlich nicht, ob alle wirklich in der Lage sind, diese Online-Möglichkeiten wahrzunehmen. Und wir hoffen halt, dass die Dozierenden das weiterhin wahrnehmen, damit wir halt ständig uns Fragen stellen können, Kontaktmöglichkeiten haben. Also wir erfahren ja im Moment einen unglaublichen Digitalisierungsschub, nicht nur an unserer Universität. Das hätten wir, und ich denke, da geht es den Studis auch nicht anders, vor 3-4 Wochen nicht für möglich gehalten, was wir heute alles in der Praxis letztlich auch schon nutzen. Meine Frage an dich, wo können wir als Universität euch Studierende noch besser unterstützen? Hast du da noch eine Idee, was wir noch anpacken sollten, jetzt vor dem Semesterstart am 20.04.? Also in Sachen Digitalem finde ich eigentlich die FAU ganz vorbildlich, wie wir da gerade vorgehen. Es kommt gut voran, auch dass jetzt da schnell gehandelt wurde. Aber in anderen Bereichen, denke ich, gibt es noch einige Möglichkeiten, wo jetzt die Uni auch was tun könnte. Zum Beispiel jetzt so im Bereich des jetzt zum Beispiel die Vizepräsidentinnen und Präsidenten oder du gleich selber in der Politik vielleicht einbringst, dass Studierende vor allem derzeit nicht nur mit dem Studienverlauf, sondern auch mit ihrer Studierbarkeit Schwierigkeiten haben. Wie gesagt, finanzielle Schwierigkeiten. Das BAföG, habe ich jetzt gehört, wird scheinbar, also trotz Verzögerungen weiterhin ausgezahlt für die, die Anspruch drauf haben. Aber letzten Endes haben wir schon viele Mails erreicht. Da kannst du jetzt vielleicht direkt nicht so viel tun, aber wir haben viele Mails erreicht, wo Studierende wirklich kurz vorm Studiumabbruch stehen, weil sie ihre Miete nicht mehr zahlen können, weil sie deswegen einfach total auf finanzielle Hilfe angewiesen sind. Viele internationale Studierende auch, die jetzt ihre Visa nicht verlängern können, weil sie halt kein Geld haben, um das zu bezahlen. Was auch wichtig ist, dass die Uni halt immer bedenkt, dass es auch nicht nur Studierende gibt, die halt so in der WG 25 alles läuft, sondern es gibt auch Studierende, die älter sind, die Kinder haben, dass die immer mitgedacht werden bei allen möglichen Dingen und dass alles halt auch natürlich nicht für Dauer angesetzt ist, sondern viele schnelle Änderungen auch im Nachhinein noch zurück verändert werden können. Solche Dinge sind vor allem wichtig, dass sie halt nicht vergessen werden, damit wir halt auch eine Sicherheit haben als Studierende innerhalb dieser Krisenzeit. Da ist es auch wichtig, dass diese Probleme bei uns ankommen und wir uns dann auch darum kümmern können, um beispielsweise einen Notfonds für Studierende aufzusetzen, die jetzt in finanzielle Probleme gekommen sind. Oder was wir heute Morgen auch in der Universitätsleitungssitzung diskutiert haben, dass wir die Einschreibung aus dem Ausland ermöglichen, was bisher so in der Form nicht erlaubt war. Man musste immer persönlich erscheinen. Wir werden da jetzt digitale Einschreibungsmöglichkeiten schaffen, sodass auch diejenigen, die eine Zulassung haben aus dem Ausland, die nicht einreisen dürfen oder in ihrem Heimatland nicht ausreisen dürfen, dass die bei uns mit dem Online-Studium beginnen können und den Rest dann im Laufe des Semesters nachtragen können. Wichtig ist für uns natürlich, wir müssen die Probleme auch erkennen, verstehen und dann können wir auch Lösungen erarbeiten. Und insofern ist es auch sehr wichtig, dass wir weiterhin in engem Kontakt auch mit unseren Studis bleiben und über die Probleme uns offen austauschen können. Liebe Edda, ich danke dir sehr herzlich für das sehr informative Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, auch bei der Vorbereitung auf das neue Semester. Und es gilt wie immer, wenn ein Problem auftaucht, bitte kommuniziert das an die Universitätsleitung, an eure Professorinnen und Professoren, und wir an der FAU sorgen dafür, dass wir auch eine Lösung erarbeiten können. Danke auch für das nette Gespräch und dass ich auch dabei sein durfte, dass ich auch mal die Sichtweise der Studierenden einbringen konnte. Und danke auch für das Angebot, dass wir halt immer auf die Unileitung, auch auf die Dekaninnen und Dekane zukommen dürfen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Kommunikation derzeit ist das Allerwichtigste. Das ist richtig. Ganz herzlichen Dank, liebe Edda, und bleibt gesund.